liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch einen Bungalow, der modular aufgebaut ist, also nicht aus einzelnen Wandelementen, sondern vorgefertigten Raumzellen gebaut wird. Das Musterhaus Next 115 von Dannwood steht hier ganz neu im Bauzentrum Poing bei München und vereint moderne Architekturelemente, raumhohe Panoramaverglasungen, ein ganz intelligentes Smart Home System und eine Energieversorgung, die teilweise auf Eigenversorgung ausgelegt ist. Und wie das alles aussieht, schauen wir uns heute zusammen an. Der Bungalow hat Außenmaße von 17,18 Meter mal 10,38 Meter bei einer Wohnfläche von ungefähr 114,5 Quadratmetern. Man sieht also schon, der Flächenbedarf ist relativ groß im Verhältnis zur Wohnfläche. Das liegt hier natürlich auch an diesem Innenhof, den wir da hinten sehen und der aber auch ganz viele Vorteile bringt. Wir haben hier ein modernes Dach, 30 Grad geneigtes Satteldach ohne Dachüberstände, was die moderne Optik noch so ein bisschen bringt, auch mit einer innenliegenden Entwässerung, was nicht Standard ist, aber sehr hübsch aussieht. Ihr seht schon, auf dem Dach gibt es so einen Flachdachziegel, so einen flachen Ziegel und eine Photovoltaikanlage, die etwa 9,9 Kilowatt Peakleistung hat. Im Haus gibt es einen Speicher, der nochmal 5 Kilowattstunden Kapazität hat. Und was ich euch zu dem Dach noch sagen wollte, es ist hier ein Binderdach. Das heißt, das zeigen wir euch nachher innen auch, es sind vorgefertigte Dreiecksbinder. So kann man sehr, sehr große Dachüberstände oder Spannweiten ganz gut überdachen. Aber man kann das Dach natürlich innen jetzt nicht so als Dachabstellfläche nutzen. Normalerweise ist diese Hausreihe mit Flachdach oder Walmdach. Das Haus wurde jetzt hier den Gegebenheiten angepasst auf das Grundstück hier in der Ausstellung. Es ist auch etwas kleiner als der Standardentwurf, den es hier gibt für dieses Haus. Das werdet ihr innen auch sehen. Da sage ich euch auch noch ein bisschen was dazu. Und wir sehen schon hier hinter mir jetzt diesen besonderen Innenhof. Das ist so ein Einschnitt, wo man einen geschützten Sitzplatz hat. Dieser Einschnitt ist auch ins Dach fortgeführt, sodass da von oben wirklich ganz viel Licht reinkommt und hier sogar so ein Olivenbaum im Innenhof wachsen kann. Außerdem ist jetzt hier teilweise das Dach vorgezogen, dass man hier eine überdachte Terrasse hat, die mit so Holzlamellen teilweise nochmal abgetrennt wird. Hier eine LED-Leiste drin und auch nochmal eine Beleuchtung, sodass man hier einen geschützten Außenraum hat und diesen Bungalow wirklich ja auch draußen sehr gut nutzen kann. Dadurch wirkt der von innen auch größer, weil diese großen Scheiben wirklich diesen Innen- und Außenraum verbinden. Von der Fassadengestaltung haben wir hier weißen Putz, dann haben wir unterschiedliche Fassadenplatten, die in jeder beliebigen Farbe gestrichen sein können. Wir haben grau und ansonsten ein dunkles Anthrazit und Holzelemente. Auch dadurch wirkt das Ganze sehr modern und schön finde ich auch hier das Fugenbild. Da hat sich jemand ein bisschen Gedanken gemacht. Die sind nicht gleich groß, ist sehr schön gelöst. Von der Konstruktion habe ich euch ja schon gesagt, es sind Raumzellen, die vorgefertigt werden. So ähnlich wie ein Schiffscontainer. Das tragende statische Gerüst ist ein Stahlgerüst, deshalb sind die auch sehr verwindungsstabil. Man kann hier also so riesengroße Festverglasungen drin haben. Die sind auch schon drin, wenn das Modul auf die Baustelle geliefert wird. Hier sehen wir jetzt dahinter, dieses Wohnzimmer ist aus 3 Modulen zusammengesetzt, ist die Fuge. Man sieht da keine Stoßfuge außen. Innen wird das ganz geschickt gelöst, das zeige ich euch auch gleich. Und diese riesengroßen Scheiben sind da schon drin, aber auch die ganze Sanitärinstallation, Fliesen, Bodenbeläge, sogar die Badewanne. Und dadurch kann das Ganze noch schneller gebaut werden bzw. bezugsfertig übergeben werden. Der Hersteller sagt im Moment, mit den Lieferzeiten, die es so gibt, sind es etwa 12 Monate, wenn ihr ein Grundstück habt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr unterschreibt, bis zum kompletten Einzug. Da ist dann sogar auf Wunsch die Einbauküche und die Möbel mit drin.
Das Ganze lässt sich anpassen auf unterschiedliche Bebauungspläne, was die Dachform und die Größe angeht. Aber es gibt natürlich auch vorgeplante Module, die dann etwas günstiger, weil eben schon durchgerechnet sind. Hier sehen wir jetzt eine andere Fassadenplatte, die ist so profiliert und auch in hellgrau gestrichen. Und hier geht es jetzt auch schon rum zum Eingangsbereich. Hinter diesen geschlossenen Flächen als tragende Konstruktion, wie gesagt, der Stahl und dann aber eine normale Holzständerbauweise beziehungsweise die großen Scheiben. Was jetzt ganz schlau ist, ist, dass der Eingangsbereich schon so ein bisschen eingezogen ist. Das heißt, dieses Satteldach überdacht diesen Bereich mit, ohne dass man hier jetzt irgendwelche Elemente noch davor schrauben muss. Und wie es dahinter in der Diele aussieht, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Die Diele hat 13,5 Quadratmeter, eine lichte Raumhöhe von 2,53 Meter. Und was ich immer schön finde, hier gleich in der Rückwand so eine Einbaugarderobe bzw. ein Garderobenschrank. Man kann hier gleich schon eine Besonderheit sehen, nämlich die modulare Bauweise. Dieses Eingangsmodul ist hier so ein quer vorgesetztes Modul und man sieht jetzt hier, in diesen Übergangsfugen sind teilweise diese LED-Bänder drin. Es gibt auch etwas breitere Fugen, wo Revisionsöffnungen bzw. Montageöffnungen sein müssen, die dann anders verkleidet werden. Das zeige ich euch auch. Maximal können diese Module etwa 12,50 Meter mal 2,95 Meter sein und von der Höhe 3,30 Meter. Daraus resultiert dann die lichte Raumhöhe von 2,53 Meter, damit sie noch auf einen normalen Tieflader passen und eben nicht einen Schwertransporter mit Begleitfahrzeug und so weiter organisiert sein muss. Auf dem Boden haben wir hier ein Feinsteinzeug mit so einer matten Oberfläche, was sehr schön und pflegeleicht ist. Das hat hier 80 mal 80 und wo wir gerade beim Thema Fliesen sind, gucken wir schnell ins Gäste-WC. Das ist 2,6 Quadratmeter groß, hat es aber echt in sich, was die Fliesen angeht. Es ist hier relativ dunkel drin, aber man kann schon sehen, es gibt hier so eine hexagonale Fliese in 3D-Optik, die also hier so eine Absenkung hat. Also die Fliese ist tatsächlich so und hat dann jeweils diese Absenkung. Da muss man natürlich, wenn man sowas fließen will, das kann man nicht einfach auf die glatte Wand, auch hier mit dem Übergang nicht, muss dann hier eine Gipskartonplatte mehr drauf sein und hier braucht man eben mehr Fliesenkleber, mit dem das hinterfüllt wird. Aber das ist natürlich total elegant, vor allen Dingen mit dem hinterleuchteten Spiegel, wo man diesen 3D-Effekt dann auch so schön sieht im Streiflicht. Hinter mir ist das WC mit der dunklen Fliese, sehr schön eben auch mit der hohen Brüstung. Das ist hier 1 Meter, sodass man da von draußen jetzt auch nicht so reingucken kann. Und dieser Raum ist wirklich was ganz Besonderes. Bei 2,6 Quadratmetern kriegt man natürlich hier keine Dusche unter und da das jetzt ein Entwurf ist, wo das Bad nur en suite im Elternschlafzimmer ist, wäre das jetzt ein Entwurf, der optimal für 2 Personen geeignet ist. Der Standardentwurf, auf dem das Ganze basiert, hat aber eine etwas andere Größe. Da gibt es noch eine Modulreihe dran und da hat man dann auch noch Platz für ein Duschbad. Hier sind wir jetzt schon am Übergang in den etwa 40 Quadratmeter großen Wohn-Ess-Bereich. Hier sehen wir jetzt mal so eine Fuge zwischen den Modulen, die mit so einer Abdeckung hier gelöst ist. Und was ich ganz schön finde, ist, dass man wirklich hier das Ganze in die Gestaltung eingebunden hat. Also ihr seht jetzt schon, das sind 3 Module hier, die nebeneinander stehen. Und sowohl die Stahlstützen als auch eben diese Deckenfuge sind jetzt hier sehr schön fortgeführt. Also hier wäre dann eben auch jeweils die tragende Stahlstütze drin. Und ich finde, das ist gestalterisch ganz schön gelöst. Hier hat man jetzt die große Hebel
Schiebetür, wo man rauskommt auf die überdachte bzw. auf die eingeschnittene Terrasse. Und zu der überdachten Terrasse kommt man jetzt tatsächlich an der Stelle nur, wenn man hier rumläuft. Aber was ich euch zeigen will, ist dieses sehr schöne Übergangsgitter hier tatsächlich in Edelstahl und der Terrassenbelag ist dann ein pflegeleichtes WPC. Den Hof haben wir ja eben von draußen schon gesehen. Jetzt gehen wir hier erstmal weiter. Diese Ganzglas oder diese Festverglasungen sind wirklich raumhoch. Also das heißt, dieses Element sind jetzt hier die 2,53 Meter. Von der Breite haben wir hier jetzt jeweils 2,30 Meter, dreimal nebeneinander. Das heißt, diese Dinger muss man natürlich auch verschatten können. An der Stelle ist das optimal gelöst mit dem Dach, das da weitergezogen ist. Das heißt, vor der hochstehenden Sommersonne sind die Scheiben verschattet. Und dadurch, dass jetzt hier die Decke so durchläuft von der Ansicht und wir da hinten nochmal dieses Holzlamellenelement haben, wirkt es optisch wirklich so, als wäre dieser Raum viel, viel größer. Das ist ganz geschickt gelöst, denn wie gesagt, wir haben hier nur in Anführungsstrichen 40 Quadratmeter. Auf dem Boden haben wir hier einen Vinylboden in Eiche-Parkett-Optik. Das gleiche gilt jetzt hier für diese Lamellenelemente, die als Gestaltungselement auch innen immer wieder auftauchen. Auch das ist ein Holzdekor in Eiche-Optik. Das ist ganz schön, ne? Man hat also so ein bisschen den Verbund zur Küche, aber es ist eben auch ein bisschen sichtgeschützt. Hier hinter mir sieht man jetzt eine absolute Riesenscheibe. Ich glaube, das sind 3,75 Meter. Das ist wirklich ein Wahnsinnselement. Das ist tatsächlich alles schon so drin, wenn es als Ganzes auf die Baustelle kommt. Weil wir hier eine Stahlkonstruktion haben, ist das Ganze sehr stabil, verwindungssteif. Man braucht also auch keine Kreuze irgendwie für die Windaussteifung. Dann kann man sowas natürlich machen. Bevor wir uns genauer die Küche anschauen, möchte ich euch noch was zur Decke sagen. Die verbirgt nämlich noch ein paar Geheimnisse. Ihr seht ja schon, hier gibt es eine Multiroom-Musikanlage, die eingebaut ist. Und wir sehen die Luftauslässe von der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die hat auch einen leichten Ankühleffekt drin, sodass man eben auch ein bisschen kühlen kann. Aber geheizt wird weder über Fußbodenheizung noch über die Lüftungsanlage, sondern mit Infrarotpaneelen. Also wir haben ja eine Photovoltaik auf dem Dach, die auch Strom produziert. Das ist eine angenehme Strahlungswärme und hier im Wohnbereich und Küche sind die unsichtbar in der Decke verbaut. Im Standard sind es Paneele, die untergesetzt sind. Das zeige ich euch dann gleich nebenan in den anderen Räumen. Da kann man das auch mal sehen. Und jetzt sind wir auch schon drin in der etwa 12,5 Quadratmeter großen Küche. Hier haben wir jetzt eine Festverglasung, die eine Breite von 2,93 Meter hat. Das ist natürlich toll. Ihr kriegt hier wahnsinnig viel Tageslicht rein. Klar ist natürlich, man hat hier jetzt keine Austritts- oder Lüftungsmöglichkeit, aber dafür gibt es ja auch, wie gesagt, die Lüftungsanlage und hier in dieser Arbeitstheke das Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Diese Theke hat jetzt Maße von 2,60 Meter mal 97 Zentimeter. Das ist so eine Sinterquarz-Arbeitsplatte, auch bekannt als Deckton, gibt es in verschiedenen Oberflächen. Hier ist es jetzt so Marmor, matt und auch hochglanzpoliert. Das sehen wir auch noch mal hinten an der Wand. Das ist natürlich viel, viel günstiger und auch praktischer als ein echter Naturstein. Das ist absolut hitzebeständig, kratzfest, säurebeständig. Ihr könnt einen Topf draufstellen, hat also in dem Fall Vorteile. Wir haben hier eine sehr dunkle Küche und hinter mir die Rückwand hat durch dieses Hochspiegelnde auch noch mal einen Vorteil. Wenn man von da guckt, diese großen Glasscheiben spiegeln sich da drin und auch das gibt dem Raum noch mal viel, viel mehr optisch Größe und Weite. Da hat man ganz klassisch dann Backofen, Dampfgarer und Wärmeplatte integriert. Hier hinter mir gibt es dann das Waschbecken, auch wieder so dunkelmatt. Sage ich euch immer, wenn ihr irgendwo kalkhaltiges Wasser habt, macht es nur mit Weichwasseranlage, sonst habt ihr da ständig Flecken drin. Hier klassischerweise das Mülltrennsystem, dann eine Spülmaschine und natürlich hier wieder
Kühlschrank, alles verschwindet hinter dieser Rückwand. Hier schauen wir gleich in den Technikraum, der auch als Hauswirtschaftsraum und Abstellkammer genutzt werden kann. Und hier schauen wir auch gleich noch kurz auf das Smart Home Panel. Wir haben hier so ein funkbasiertes Smart Home System, das im Standard auch enthalten ist, wo jetzt standardmäßig die Jalousien, das Licht und auch die Heizung angebunden sind. Man kann dann hier zum Beispiel die Jalousien runterfahren. Das geht ganz einfach, kann man natürlich auch Szenen programmieren. Und hier sind jetzt so Z-Lamellen drin, die es relativ dunkel schon machen, die man aber eben auch so halb aufstellen kann, dass man auch durchgucken kann, wenn man die unten hat, also wenn man im Sommer beschatten muss. Natürlich sind die in der Größe bei den breiten Scheiben sehr windanfällig. Die sind auch mit einem Wettersensor verbunden, dass die bei Sturm auch aufgehen. Und ansonsten ist, wie gesagt, die Heizung eingebunden, diese Infrarotpaneele. Da gibt es auch Bewegungsmelder, die gleichzeitig die Raumtemperatur messen, die das dann einschalten, wenn man den Raum betritt. Die zeige ich euch nachher auch noch. Jetzt gucken wir ganz kurz in den Technikraum hinter mir. Der hat nur in Anführungsstrichen 5,5 Quadratmeter. Waschmaschine und Trockner würden hier noch reinpassen. Anschlüsse sind schon vorgesehen. Hier haben wir Wechselrichter und Batterie drin. Das waren diese 5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Hinter mir sieht man jetzt den Warmwasserspeicher, 180 Liter. Da ist jetzt eine Warmwasserwärmepumpe drauf, denn ansonsten wird ja über Strom, über Infrarot geheizt. Das heißt, man braucht kein wasserführendes Heizsystem. Und dann ist da noch die Lüftungsanlage drin. Die ist jetzt relativ groß, weil da eben auch das Kühlmodul noch dabei ist. Und jetzt schauen wir mal rüber in die privaten Schlafräume. Ihr habt vielleicht gesehen, in diesem kleinen Technikraum war auch noch so ein schmales, bodentiefes Fenster. Das ist da nicht so wahnsinnig praktisch, wenn man da noch Sachen abstellen will. Da stehen dann die Getränkekisten vom Fenster. Nur so als kleiner Tipp, auch da ist natürlich ein Fenster mit Brüstung möglich. Wir laufen jetzt hier nochmal durch diesen Flur, der trennt nämlich das Haus in diesen Wohn-Ess-Bereich und da hinten in die Schlafräume und Bad. Dieser Innenhof hat übrigens eine nutzbare Breite von 3,50 Meter. Das heißt, der ist wirklich auch sinnvoll nutzbar. Wenn das zu schmal wird, ist das irgendwie nicht so schlau. Hier sehen wir jetzt gerade mal die Wandoberfläche, die jetzt nicht mit Tapete gemacht ist, sondern das ist jetzt einfach Gipskarton gespachtelt, geschliffen und gestrichen. Das sieht jetzt hier sehr schön aus. Wenn ihr das selber macht, kann ich nur empfehlen, das sieht nicht so aus. Also das macht schon Sinn, das auch machen zu lassen. Auch solche Sachen, Oberflächen können eben im Werk schon gemacht werden. Und so ein Fliesenleger kriegt dann zum Beispiel an einem Tag ein ganzes Haus fertig. Das heißt, die Zeitersparnis ist hier schon wirklich enorm. Unter optimalen Bedingungen kann das alles gemacht werden. Und das macht natürlich dann durchaus Sinn. Hier sind wir jetzt im Arbeitszimmer. Das ist etwa 13 Quadratmeter groß. Hier sieht man jetzt wieder diese beleuchtete Fuge. Also man kann sehen, hier wird wieder ein Modul aneinander gesetzt. Wir haben jetzt hier eine Brüstungshöhe von 1,20 Meter. Und auf der anderen Seite wieder dieses bodentiefe, fest verglaste Element mit der Breite von 2,93 Meter, wie wir es auch eben schon gesehen haben. Hier in der Wand ist eine ganz schöne Tapete und an der Decke seht ihr jetzt mal so ein Infrarotstrahlungselement, wenn es eben nicht Unterputz verbaut ist. Das ist die etwas günstigere Lösung, die auch im Standard enthalten ist. Hier in den Räumen stört es auch nicht. Im Wohnzimmer ist natürlich schön, wenn das unsichtbar in der Decke verschwindet. Bevor wir darüber gehen, noch ein Blick hier auf die Fuge. Es ist eben sehr schön, dass man hier den Materialwechsel hinkriegt, ohne so eine blöde Schiene. Das ist halt auch, weil jetzt hier bei einer Stahlkonstruktion und bei der Vorfertigung keine Bewegungsfugen irgendwo vorgesehen müssen. Das ist also alles sehr verwindungsstabil. Sehr schön sind auch diese Türen. Hier geht es jetzt in das Schlafzimmer mit Ensuite, Bad und Ankleide. Auch das ist jetzt so nicht Standard. Wenn ihr gleich mal reinkommt, zeige ich euch auf der anderen
einen Seite schön die verdeckten Bänder. Das ist also eine sehr edle Sache. Und hier haben wir jetzt von beiden Seiten zwei große Hebeschiebetüren. Einmal zum Innenhof, einmal hier zur Gartenseite. Und diese Hebeschiebetüren übrigens genau wie drüben, da hat dieser Öffnungsflügel eine Breite von 1,10 Meter. Die lichte Öffnungs- und Durchgangsbreite auf diesen Innenhof ist dann, wenn das offen ist, 1 Meter, sodass das also wirklich sehr gut funktioniert. Auch hier sehen wir jetzt wieder diese Fuge, die also den Übergang zwischen zwei Modulen markiert. Man muss das natürlich nicht beleuchtet machen, aber wenn es die schon gibt, ist ja eigentlich ganz schön, das auch so zu betonen. Und was ich jetzt wirklich sehr schön finde für diesen Raum, der ist ja sehr hell, ist diese Rückwand in diesen Holzlamellen wieder mit so einem Ebenholzdekor, also sehr, sehr dunkel. Apropos dunkel, wenn ihr wirklich verdunkeln wollt, auch diese Z-Lamellen machen es nicht ganz dunkel, wäre natürlich empfehlenswert, hier mit Rollläden zu arbeiten. Die fahren euch dann auch nicht nachts hoch, wenn der Wettermelder da oben Sturm meldet. Insofern ist das dann für so einen Schlafbereich praktischer. Hier sind jetzt überall Lamellenjalousien drin. Und hier haben wir jetzt den Durchgang in ein neues Modul. Das sehen wir wieder an diesem Element. Das ist nämlich hier hinten so quergestellt. Und da sind Ankleide und Bad drin. Die Ankleide ist jetzt quasi der Durchgangsbereich zum Bad. Das ist wie gesagt ein extra Modul. Das sind etwa 4 Quadratmeter. Gleich als erstes hier oben ist die Revisionsöffnung, um auf den Dachboden zu kommen. Wir haben da mal ein Schnittbild für euch gemacht, dass ihr seht, wie so ein Binderdach aussieht. Man kann da natürlich was hochlegen, aber richtig als Abstellfläche kann man es nicht benutzen. Da ist auch die Dämmebene in der Decke drin. Das heißt, der Dachraum ist ungedämmt. Hier links ist jetzt ein bisschen Ankleide, das ist jetzt hier nur 55 tief. Ihr müsstet halt gucken, ob ihr da wirklich mit hinkommt. Da kann man jetzt einen schmaleren Kleiderbügel von der Breite schon so reinschieben. Wenn ihr jetzt Jacketts, Sakkos habt, würde ich euch empfehlen, da 60 cm zu nehmen. Hinter mir ist dann auch noch mal ein kleiner Schrank und hier ist was ganz Besonderes und zwar ein Airdresser. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Das ist praktisch so ein Dampfgenerator und da kann man dann die gewaschenen Hemden reinhängen und die werden dann da getrocknet und gebügelt und dann nimmt man die da glatt wieder raus. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ist auf jeden Fall sehr verlockend. Hier sehen wir auch gerade noch mal, es gibt für die Lamellenjalousien auch natürlich vor Ort immer diese Schalter, diese Funkschalter zum Runterfahren. Das wäre jetzt der fürs Bad, wo wir jetzt gleich um die Ecke gucken. Dieses Bad ist nämlich jetzt 7,7 Quadratmeter groß und das ist ja das, was ich euch gesagt habe, was komplett auf die Baustelle kommt mit Einrichtung. Ihr seht schon hinter mir diese Wahnsinns-Panorama-Verglasung, 2,45 Meter breit. Davor die freistehende Wanne, da höre ich euch schon schreien, wow, da guckt man ja rein. Ich würde mir da einfach direkt davor eine Hecke pflanzen, dann hat man eine grüne Wand, da gucken einem höchstens die Vögel beim Baden zu. Aber man kann natürlich auch mit einer Brüstung arbeiten, das wäre möglich, dann hätte man hier nur ein Fensterband. Insgesamt ist das Bad also wirklich schon gefliest und mit Sanitärobjekten, wenn es auf die Baustelle kommt, was wirklich eine Wahnsinnszeitersparnis ist. Und von den Fliesen haben wir hier wieder die 80 x 80 Feinsteinzeug, die wir vorne schon gesehen haben. Und sehr schön finde ich, dass das hier abgesetzt ist mit dieser Fliese in Holzoptik. Die hat 1,20 x 20 vom Format. Und das sieht man jetzt eben auch hier in der Dusche. Die Dusche ist tatsächlich nur 77 cm breit, 77 x 1,20. Das ist jetzt nicht riesig, aber es ist natürlich machbar. Schön ist, wenn es dann eben auch gleich schon diese Nische gibt, wo man was abstellen kann, dass man da jetzt nicht noch irgendeinen Korb reinhängen muss. Was ich auch sehr schön finde, ist hier dieser große Spiegel, der hinterleuchtet ist. Und da oben in der Ecke seht ihr jetzt gerade mal diesen Bewegungsmelder, der gleichzeitig auch Temperaturfühler, Raumthermostat ist, was ich euch eben gesagt habe, der eben automatisch diese Infrarotpaneele zuschaltet, wenn jemand den Raum betritt bzw. ausschaltet, wenn er nicht genutzt wird. Und auch hier sehen wir dieses Panel schon an der Decke.
Jetzt haben wir alle Räume des Bungalows Next 115 gesehen. Ich habe euch ja schon gesagt, es ist eine angepasste Planung hier auf das Musterhausgrundstück. Der Standardgrundriss, auf dem das Ganze basiert, hat 140 Quadratmeter Wohnfläche. Und ich habe euch unten in die Description sowohl die Grundrisse gepackt, als auch eine Preisinfo für das Musterhaus, wie es hier steht. Und auch für die Standardversion, die etwas größere, auf der dieser Entwurf basiert. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht im Bauzentrum Poing bei München, ist in der Regel geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Ihr könnt auch jederzeit nochmal in unsere Hausdatenbank gucken, wo es den Link gibt mit allen Infos zum Haus. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.